Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es darum, wo eure Variablen gültig sind. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein x definiert, wie weit ist das Ding gültig und wie kann ich damit arbeiten? Okay, also wir switchen mal kurz hier rüber zu der Funktion Fakultät. Wenn wir hier irgendwo uns eine Variable definieren, zum Beispiel var x gleich 2. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn ich hier irgendwo auf mein x zugreifen möchte, also zum Beispiel hier ein Window.alert reinhauen, Window.alert und dann x, dann ist es ja, wie wir wissen, kein Problem. Dann kriege ich einfach die ganze Zeit ein x. So, der Witz passiert jetzt erst, wenn ich versuche, diesen Alert über x hier drüben zu machen. Dann, hier haben wir schon x, okay, wir nennen sie y, tut mir leid. So, wir haben uns also eine Funktion geschrieben, die hat uns ein y definiert. So, jetzt probiere ich mal hier mein y auszugeben. Das y also von hier, das gleich 2 ist und das wir nie sonst irgendwie anfassen. Naja, wenn wir das jetzt probieren, dann kriegen wir kein Output, denn dieses y existiert nicht. Dieses y existiert nur innerhalb der Funktion Fakul. Und zwar bis wir entweder returnen oder bis die Funktion zu Ende ist. Das heißt, es existiert nur innerhalb der Funktion. Es hat einen beschränkten, einen lokalen Scope sozusagen, also einen lokalen Gültigkeitsbereich. Okay, wir lassen das y hier jetzt gerade mal stehen. Wir machen es nachher nämlich noch global, das wird dann sehr, sehr witzig. Wenn wir hier irgendeine Variable definieren, zum Beispiel dieses x, dann ist es eine globale Variable. Das heißt, ich kann auf mein x auch noch später zugreifen, was ja irgendwie sinnvoll ist, weil ich hier in keiner Funktion oder sowas drin habe. Und deswegen ist es eine sogenannte globale Variable. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten drunter eine Funktion definiere, also Funktion, keine Ahnung, myFunction, myfunc, dann kann ich hier auf das x zugreifen. Also ich kann hier schreiben window.alert x. Das geht. Weil dieses x hier eben global ist. Und ja, probieren wir es einfach mal aus. Wir rufen hier myfunc auf und der Aufruf hier mit dem Window.alert, den lassen wir jetzt mal raus. Ich hoffe, ihr kommt soweit mit, was ich hier gemacht habe. Ich habe einfach eine neue Funktion definiert und rufe die jetzt unten drunter auf. Das Interessante ist, dass ich dieses x außerhalb von meiner Funktion definiert habe und hier drin trotzdem benutzen kann, weil es eben eine sogenannte globale Variable ist. Okay, mit y geht es natürlich nicht, denn y ist immer noch lokal und deswegen nur hier drin gültig. Jetzt aber Vorsicht, wenn wir jetzt y so definieren, dass wir das var hier vergessen haben, y gleich 2, dann ist es eine automatisch globale Variable. Das heißt, es ist gültig, das darf ich so schreiben, und es wird einfach überall hingesetzt, dass y gleich 2 ist. Und das heißt, ich kann überall drauf zugreifen. Aber Vorsicht mit globalen Variablen. Globale Variablen kann ich auch hier verändern. Vielleicht ist es nicht unbedingt der Sinn davon. Falls ich irgendwie mal die Funktion aufrufe, kann ich auch das y, was hier lokal eigentlich sein sollte, ich aber aus Versehen global gemacht habe, weil ich var vergessen habe, kann ich hier verändern und deswegen wird es überschrieben und wir bekommen als Ausgabe y gleich 3. Das sollte natürlich eigentlich nicht so sein. Deswegen nur globale Variablen benutzen, wenn ihr auch ganz sicher seid, dass ihr das wollt. Ansonsten müsst ihr dieses var davor schreiben, damit das Ding lokal ist und ihr hier, achso ja, ich habe mir, oh Gott, jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen, ich habe hier ja auch noch ein y definiert. Okay, aber ja, so wird es eben nicht ausgegeben und es bleibt lokal, so wie es eigentlich sein sollte. Also nur innerhalb der Funktion gültig. Wenn ihr das var weglasst, dann ist es plötzlich überall erreichbar und kann auch überall verändert werden. Ist nicht immer das, was ihr wollt. Okay, ja, soviel zu dem Gültigkeitsbereich von Variablen. Also das hier ist eine globale Variable, die ist einfach überall verfügbar. Das hier ist eine globale Variable, weil es in keiner Funktion oder sowas drin steckt, die ist auch überall verfügbar. Aber wenn ich hier ein var hinschreibe, dann wird es eine lokale Variable und die ist nur innerhalb von meiner Funktion verfügbar, so wie es eigentlich sein sollte. Gut, dann war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!